Ich heiße Fatma und ich bin die Sängerin von Sequoia. Ich bin Sören, ich spiele Bass und bin auch quasi unser Produzent. Ja, ich bin Joe und ich spiele Schlagzeug. Ich bin Jannis und spiele Gitarre, E-Gitarre. Und ich esse gern Spaghetti Aglio Olio. Ich muss entweder oder. Proben. Auftritt. Auftritte auf jeden Fall. Naja, erst das eine und dann das andere halt, ne? Erst Proben und dann Auftritte. Sometimes I forget what I learned before. Time is a whore that gives you relief, that makes you believe that being naive will not be punished on payday. Giving my gift for free, not even wrapped. How could I forget the ensuing neglect and not protect myself? I forgot about the game, silly me. Forgot about the game, silly me, silly me. Forgot about the games, silly me. Forgot about the games, they bore me to death. Ich mag diese Frage immer nicht. Was macht ihr für Musik? Ja, gröbsten Rockmusik, vielleicht Alternative Rock kann man sagen, mit progressiven Elementen, allein durch diese komischen Taktwechsel, die wir drin haben. Wir machen Rockmusik. Ja, progressive Rockmusik. Mit vielen Einflüssen von überall her. Hip-Hop, Metal, Punk, auch elektronische Musik, Reggae, Dub und so, alles halt. Irgendwie ist schon so, kann man schon so sagen. Ich glaube, man hört schon ein bisschen raus, dass ich lange Metal gespielt habe und auch gehört. Und unser Bassist, der Sören, auch. Also vom Gesang her ist es ja schon auch eher so ein bisschen soulig-poppig. Ein bisschen Metal. Ich kann es gar nicht so richtig definieren, weil es eben auch so eine Musikrichtung ist, mit der ich gar nicht so viel zu tun hatte. Und finde es irgendwie ganz nett, mich da einfach so treiben zu lassen. Und ich finde es halt super geil. Mir gefällt es total gut, was Jannis so schreibt an Gitarrenriffs, und versuche dann halt einfach einzusteigen und meinen Platz da drin zu finden und irgendwie zu verstehen, was da gerade passiert, oder es vielleicht auch einfach nur zu fühlen und dann mitzumachen. Ready to be run over. Ready to be run over. Oha, Hip-Hop. Beides. Limp Bizkit. Metal. Ja. Hip-Hop. Today's a day for dying. Today's a day for pain. Remembering what I did last night and feeling all the shame. Not all of it is crystal. Not all of it is clear. Heimweh. Heimweh. Some will come back. Heimweh. Have to live in Meistens Fernweh. Ja. flashbacks. Haunting my day, making me sway.
When I threw up in the middle of the park with the sun rays kissing my face, where a few hours before he was kissing me too, just laying there in agony, 2 liters of Prosecco leaving me. What a pity, what a shame. Who's to blame? Who's to blame? What a pity, what a shame. Who's to blame? What a pity, what a shame. Who's to blame? Who's to blame? What a pity, what a shame. Who's to blame? Die Thematiken meiner Songs sind wirklich sehr, sehr persönlich. Das habe ich auch gemerkt, als wir das allererste Mal gespielt haben auf so einem Geburtstag. Da dachte ich plötzlich, oh mein Gott, ich fühle mich, als würde ich gerade mein Tagebuch vorlesen. Es geht von meiner eigenen depressiven Symptomatik über Depressionen in Beziehungen, die ich geführt habe, über eine Missbrauchserfahrung in der Kindheit, und über so ein bisschen Feiern, um auch die Leere zu füllen oder Unsicherheiten. Aber es geht eben auch so ein bisschen um Spaß und Spielen. Eben auch. Aber eben auch viel um solche Themen. Und das ist schon vielleicht auch ein Grund, warum ich es auf Englisch singe. Weil es für mich dann leichter ist, das zu transportieren. Ich liebe an der Musik, die wir zusammen machen, dass ich wirklich komplett frei bin. Also ich war am Anfang, wie gesagt, sehr schüchtern damit, auch zu schreiben, auch zum ersten Mal meine eigenen Texte vor Leuten zu singen, auch allein schon vor der Band. Und die waren halt immer so, ah ja, ist cool, ah ja, cool, ah ja, mach doch. Und das ist irgendwie ein total schönes Gefühl, dass man einfach sich ausprobieren kann und dass man sich irgendwie schämen muss. Was liebe ich an der Musik? Dass Jannis eigentlich immer eine irgendeine Idee hat, Joe immer einen krassen Beat drauflegt und Fatma einfach echt gut singt. Das ist auch nicht selbstverständlich in den meisten Bands, gerade nicht in Rockbands. Und ja, da schreiben sich die Basslines auch irgendwie von alleine. Also macht einfach Spaß. Die Band hat sich gegründet, eigentlich aus Joe, dem Schlagzeuger, und mir, weil wir uns schon lange kennen. Seit 15 Jahren oder so. Wir haben früher schon in der Heimat in Süddeutschland, hatte er eine Band, ich hatte eine Band, und wir haben dann gelegentlich im Jugendhaus Gigs zusammen gespielt. Und da war das so, dass ich relativ frisch in Hamburg war und eine Möglichkeit gesucht habe, ein bisschen Schlagzeug zu üben. Und dann kannte Jannis jemand, der ein Schlagzeug in einem Studio stehen hat. Ich hatte halt, wie gesagt, mit Jannis vorher schon ab und zu auch so elektronischen Kram gemacht. Und dann war ich hier ab und zu und dann ist Jannis mal dazugekommen und dann wurde das irgendwie regelmäßig. Ich habe früher in einer Death-Metal-Band gespielt. Da haben wir irgendwann einen Gitarristen gesucht, weil unser Alter ist Bodybuilder geworden. Und da hat Jannis geantwortet. Und irgendwann hat sich das alles sowieso ein bisschen zerlaufen. Aber vor ein paar Jahren, also so Anfang 2019, hat er mich da mal angeschrieben. So, ey, wir suchen seit Ewigkeiten einen Bassisten und du spielst ja Bass. Komm doch mal vorbei. Ja, und dann war ich einmal hier und seitdem bin ich da. Ich habe gekellnert in einem Restaurant in der Schanze. Und dieses Restaurant hatte noch ein Partnerrestaurant quasi gegenüber. Und Jannis, der Gitarrist, war dort Koch. Und der hat dann aber immer oft bei uns in der Küche auch abgehangen. Und ich singe, wie gesagt, auch bei allem, was ich mache. Dann habe ich so Teller abgeräumt oder Teller geholt und bin immer rein und habe irgendwie lalila irgendwas gesungen. Und dann meinte er halt so, ey, sag mal, hast du nicht Bock,